Ja, die Felge will ich jetzt runter machen, ausspeichen und hier hinten auf diese Narbe einspeichen. Also erstmal Reifen abziehen, Speichen lösen und dann auseinandernehmen, in die Einzelteile zerlegen. Um das Ventil auszubauen, kann man einfach so ein, ich weiß nicht, Schlitzschraubendreher nehmen oder einfach einen Schlitzschraubendreher vorne einsägen. Den kriegt man dann ganz einfach über das Ventil und kann das dann einfach ausschrauben. Da muss man nicht mehr so blöd auf den Teil rumdrücken. Und der Schlauch entleert sich von alleine. Ein bisschen Flutschi drauf. Ich nutze immer Spüli mit Wasser, das reicht. Dann ist es schön schmierig und der Reifen flutscht von der Felge. Das ist immer das Problem bei so alten Reifen, die sind super hartnäckig, weil die so alt und hart werden. Geht doch ganz einfach. Eigentlich wollte ich die Speichen und die Nippel alle behalten, aber ich habe jetzt gemerkt, dass diese Edelstahlspeichen und diese verzinkten Nippel so hart korrodiert sind, dass man es nicht mehr aufbekommt. Und deswegen bleibt jetzt nur noch übrig, mit dem Universalschlüssel alle rauszupetzen. Geht recht schnell. Dann speichen wir mal aus. Hinten in der Radnabe sind 3 Lager drin. Auf der Seite, wo das Zahnrad sitzt, sind 2. Doppelt eingepresst. Und auf der anderen Seite das andere. Und es sind alles 6203er Lager. Wobei das hier offen ist. Das hier sind die 2 RS1 Lager, die wir als außen sitzen dann. Also zuerst kommt hier dieses offene Lager rein und dann kommt das andere hier drüber. Kann man günstig online bestellen, muss man nicht irgendeinen speziellen Radlagersatz kaufen, sondern man kann einfach diese Nummer online bestellen. SKF ist ein Standardlager. Auf der Seite, wo kein Zahnrad, kein Kettenrad ist, ist dieser Dichtring drin. Das ist ein 25/40/8er Dichtring. Ist auch Standardware. Originale XT-Narbe, die originale XT-Felge, die zukünftige Felge. Können wir schön sehen. Nicht wirklich viel breiter, aber ein Stück breiter, also 1,85er Breite, 2,15er Breite. Die Felge werden wir jetzt noch schön schwarz pulvern und anschließend Edelstahlspeichen verwenden, um das Rad wieder zu komplettieren. Hier kann man auch schön sehen, dass es Außenspeichen gibt und Innenspeichen. Also der Winkel hier ist über 90 Grad und unter 90 Grad. Und vorab
Vorab müssen wir natürlich die ganze Radnabe säubern, Sandstrahlen, Pulver beschichten, die Lager ersetzen und dann haben wir ein schönes neues hinteres Laufrad. Ja, bei der vorderen Felge hätte ich die Speichen behalten, aber nur die Speichennippel neu kaufen, weil die hier sind nicht Edelstahl. Spülgang beendet. Hier haben wir die Radnaben und die Felgen der XT500. Die sind jetzt gerade frisch gepulvert, brennen jetzt noch eine Zeit lang ein und dann holen wir sie raus, abkühlen lassen und dann geht es ans Einspeichen. Zusätzlich hängen hier noch ein paar Teile der R45, weil wenn der Ofen einmal an ist, sollte man so viel wie möglich pulvern. Die werden auch etwas matter, nachdem sie abgekühlt sind. Die Teile für das Zusammenbau des Rades sind jetzt wieder alle kalt, alle schön gepulvert worden. Ich finde, es sieht ganz gut aus. Müssen jetzt natürlich noch die Gewinde nachgeschnitten werden und hier die Kleber entfernt werden. Aber es ist immer wieder schön zu sehen, was aus so Teilen wird. Vor allem auch die Felgen sehen aus, als wären sie brandneu. Klar, es gibt immer wieder so ein paar kleine Macken, die haben. Hier zum Beispiel, da sieht man irgendwo. Aber so genau brauche ich es jetzt auch nicht. Man muss überlegen, das hat jetzt halt fast nichts gekostet auch und die sehen brandneu aus. Jetzt geht's ans Einspeichen.